Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was tun, wenn der Speicher bei eurem Fernseher voll ist? Ja, wenn ihr keine neuen Apps mehr installieren könnt oder ihr könnt auch keine ja, Updates mehr fahren. Ihr könnt sehen, hier bei mir ist aktuell 4,2 Gigabyte von 5,2 belegt. Es kann aber auch tatsächlich mal sein, dass es komplett voll ist. Und wenn ihr jetzt hier seht, so viele Apps habe ich gar nicht installiert und man sieht ja auch, hier nebenbei, dass das relativ klein eigentlich ist. Ja, aber wie kommt denn das Ganze, dass der Speicher voll ist? Selbst wenn ich hier ein paar Apps lösche, wird es ja nicht besser. Was man dagegen machen kann und wo das Problem liegt, das möchte ich euch hier in dem Video einmal zeigen, wie ihr wieder ordentlich Speicherplatz bekommt. Das ist nämlich eine gewisse Datei, die sich im Laufe der Nutzungszeit immer weiter füllt und die kann man löschen. Und wie das jetzt geht, zeige ich euch. Dazu gehen wir einfach mal wieder ins Startmenü, gehen hier mal raus. Ich wollte euch einfach nur zeigen, wie das mit dem Speicher gerade aussieht. Und jetzt müssen wir in die Einstellungen reingehen. Und dazu drückt ihr einmal die Taste auf eurer Fernbedienung oder ihr geht hier oben in das Zahnrad. Ich drücke jetzt mal die Taste, häufige Einstellungen und dann müssen wir hier den Punkt noch alle Einstellungen auswählen. Und jetzt geht ihr hier etwas runter und geht auf den Reiter Android-Einstellungen. Dann einmal mit OK bestätigen und jetzt hier unten nicht Konto anmelden, sondern in die Geräteeinstellungen reingehen. Und da bin ich jetzt drin. Und hier findet ihr den Punkt Speicher. Und da klickt ihr einmal rein. Und jetzt könnt ihr sehen, interner Speicher 5,2 GB. Da wieder einmal mit OK bestätigen. Und jetzt seht ihr hier auch nochmal eine Übersicht. 3,9 GB mit Apps. Im Cache gerade mal 47 GB. Und verfügbar habe ich jetzt noch 1,1 und sonstiges 1,2 Megabyte. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier in den Punkt Apps rein, klicken hier auf OK. Und jetzt seht ihr diese Datei hier. Und da klicken wir auch einmal auf OK. Und dann könnt ihr jetzt sehen, wenn das fertig berechnet ist, aktuell gemacht, genutzter Speicher fast 1,2 Gigabyte. Das ist also sehr, sehr viel. Und dementsprechend müssen wir hier natürlich jetzt einmal gucken, dass wir da die Daten löschen können. Das könnt ihr auch machen, da passiert nichts. Die Datei wird sich mit der Nutzungszeit nach ein paar Monaten oder Jahren, je nachdem, wieder etwas füllen. Dann müsst ihr den Vorgang wiederholen, habt ihr wieder Speicher frei. Aber wir klicken jetzt hier einmal auf Daten löschen. Ja, er fragt nochmal, ob man das machen soll. Ja, machen wir. Und dann sind hier die Daten wieder gelöscht und wir haben wieder sehr viel mehr Speicherplatz frei. So, wir gehen jetzt nochmal in die Einstellungen, dass ihr auch sehen könnt, dass das etwas gebracht hat. Hier Speicherplatz freigeben auf dem Gerät und jetzt seht ihr, jetzt sind nur noch 3 GB statt vorher die 4,2 belegt. Ich habe wieder ordentlich was frei und somit ist gewährleistet, dass mein Gerät Updates fahren kann und ich auch neue Apps wieder installieren kann. Ja, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, noch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gern einen Daumen nach oben da. Abonniert gern hier meinen YouTube-Kanal, das Ganze ist für euch kostenlos und wir sehen uns dann auch in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut, bis dahin.